Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Nachdem wir ja The Sinking City so ein bisschen angetestet hatten, habe ich so ein bisschen Bock wieder auf das Spiel gekriegt. Ähm, Ich habe das schon mal gespielt und ich habe vorhin gegoogelt, das müsste ungefähr 5,5 bis 6 Jahre her sein. Roundabout. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich kenne es auf jeden Fall, habe wahrscheinlich so gut wie alles wieder vergessen. Ich habe noch so ein paar Fetzen von Sachen, an die ich mich irgendwie erinnern kann. Werde ich wahrscheinlich währenddessen auch mal kurz sagen, wenn mir irgendwas auffällt, was ich noch wusste. Aber ansonsten müsste das eigentlich weitestgehend nicht blind sein, aber ich dürfte halt nicht alles wissen bei den Rätseln und Antworten und Fällen und so. Theoretisch. Wir gucken einfach mal. Ähm, Sollte auf jeden Fall passen. Ist mein Spielstand noch hier? Wahrscheinlich, ne? Jetzt kommt Musik. Ne, war schön. Ich kann auf jeden Fall auf Fortfahren klicken. Interesting. Wir machen ein neues Spiel. Ja, ich will ein neues Spiel starten. Unbedingt. Im Gedenken an die himmlischen 100 der Ukraine. Das war aber nicht aktuell, ne? Interesting. Laut vor allem. Entschuldigung. Das war auch auf meinen Ohren gerade sehr laut. Das Seduktionssymbol zeigt an, dass sie genügend Hinweise gefunden haben, um einen Verdächtigen zu überführen, stand da, glaube ich. Der schwarze Peter. Er hätte mit Ermittlungen voranbringen können, okay. Der schwarze Peter, ich glaube, das ist der erste Fall. Wir fahren einfach mal fort. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr viel, deswegen, ähm, gucken wir mal, was passiert jetzt. Was? Ich muss steuern? Der Dialog ist sehr leise. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Sicherer Gang, klappernde Handschellen. Polizist. 9. Stufe ausgelassen. Inspector Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Wie kommt denn der da drauf? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. Okay. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee,
near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me Interesting. half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Öffne mit der X-Taste Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey, sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an, suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie den dann Lestrade in Woodman's Lee. Okay. Der schwarze Peter. Inspektor Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Das ist unsere Adresse, glaube ich. Dabei erzählt er Holmes von einem grotesken Mord, dem ein ehemaliger Kapitän, schwarzer Peter genannt, zum Opfer gefallen ist. Warum kann ich das Buch drehen? Okay. Was haben wir hier? Also da kann ich wahrscheinlich schnell reisen, vermute ich mal. Beweise. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter. Geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Das heißt, wir sind 1895. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Das ist alles noch leer. Ach, Dialoge, ja gut, das ist mir jetzt egal. Charakterporträts von mir aus. So. Ich habe Audiooptionen. Wunderbar. Ich würde die Effekte und die Umgebung mal so ein bisschen runter machen und die Dialoge so ein bisschen boosten. Und dann mache ich hier vielleicht nochmal so einen Hauch leiser. Moin Yunus. Ich hoffe, das passt jetzt so. Wir probieren das gleich mal aus. Ich weiß es halt nicht genau. Aber die Dialoge waren sehr leise gerade. Reden? You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Zählt das als Dialog wohl? You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Na, ich glaube, das passt erstmal. Wie war deine Woche, Yunus? Was geht ab? Dachte, wäre Deutsch? Nö. Kann ich auch nicht einstellen. Stört mich jetzt. Wir haben ja deutsche Untertitel, ne? Also, alle, die kein Englisch können, tut mir leid, müsst ihr lesen. Oh, was kann ich hier? Zeitung. My archive. I can always consult with it if needed. Achso. This is where I keep my post. Mit einem Messer? Ja, auch gut. Ich hatte ja nicht viel zu tun. My archive. Also, I can ja, always Archive, bla, consult bla, with bla, it bla. if needed. Oh, what a mess! What a terrible mess! Entschuldigung. Ich wollte doch nur blind auf Vasen schießen. Macht doch jeder mal. Ups. A map of Karte. London and the surrounding area. It could be useful. So, wir sollen uns ja was anziehen, ne? War das richtig? Ist das hier? Holmes Zimmer. Das klingt gut. Hallo? Die Steuerung ist ein bisschen hakelig manchmal. Das ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Wie in der Serie. Schminktisch. Kleiderschrank klingt erstmal gut. Seemann. Was? Meinst du, es gibt mehrere. Meinst du Elementary? Wahrscheinlich, ne? Die Bauernkleidung. Das ist wieder ein Morgenmantel.
Ach, das ist gelockt, okay. Ich nehme einfach mal den Freizeitanzug, würde ich sagen. Beenden. Ich muss nichts bestätigen. Hier kann ich jetzt Haare und so ändern, okay. Brillen habe ich alle noch nicht. Bart ist auch alles noch nicht freigeschaltet. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, ne? Ja, da meinst du wahrscheinlich Elementary. Da habe ich ein paar Folgen von gesehen. Ich habe die aber nie ganz geguckt. Ich glaube hauptsächlich auch, weil es die auf den Streaming-Services nicht gibt. So, Watsons Zimmer. Gucken wir mal rein, wa? Hallo? Das war ja langweilig. Achso, und jetzt kann ich von hier aus, Okay, gut. Netflix gibt's die, really? Schöner Ladebildschirm. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Okay. Ich kann jetzt, was ist das? Garten. It seems that the garden was well maintained. Hi Sporte, was geht ab? Jo, danke Jonas, bis die Tage. Hallo? Mr. Holmes? Okay, ich kann rennen, das ist ganz angenehm. Jo, bis später. These footprints appear to be quite large. Mhm. Gegenstand benötigt. Okay. Ich trampel mal ein bisschen drauf rum, das hilft bestimmt, oder? Nice, Schokofondue. Bring mal was rum. Mr. Holmes? Kann ich hier rein? Nein. Den Garten haben wir schon untersucht. Das ist alles der schon untersuchte Garten. An den Garten erinnert, also ich wusste, dass irgendwas in so einem Garten spielt. Ich wusste nur nicht mehr was genau. Aber da, an den Garten konnte ich mich so ein bisschen erinnern tatsächlich. Hier komme ich nicht. Nein? Okay. Er sagt jetzt wahrscheinlich auch wieder. Mr. Holmes? Genau. Wie war nochmal mein Name? Mr. Holmes? Ah, danke. Okay. Belastend. Das auf den Freitag. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Okay, ich kann ihr jetzt Fragen stellen. Was passiert, wenn ich X drücke? Kann ich sie beobachten? Leuchtet das Ding auf bei wichtigen Sachen? Okay, es leuchtet auf bei wichtigen Sachen. Interesting. Katholischer Rosenkranz. Au. Okay. Haubenmeise. Auch immer mir das hilft.
Charakteranalyse abgeschlossen. Okay. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Bist du sicher? Okay. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Mm-hmm. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Scheint ja ein angenehmer Kerl gewesen zu sein. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Pilgerfahrt? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Hey Freddy, ja, endlich Zeit zum Lernen. Who could do such a thing? Wie geht's dir, Mann? Poor Alles gut? husband. So. Ach, das ist... Okay, ja. Mhm. Ich gucke hier hinten noch einmal, dann können wir reingehen. Ich brauche noch irgendwas für die Fußabdrücke. Auf jeden Fall. Kann ich hier nicht... Nein, nein, muss ich hier... Schreibst du Montag noch eine Klausur, oder was? Weil die Abi-Klausuren kommen ja erst, also. Nein. Ach, du musst am Wochenende wahrscheinlich arbeiten, ne? I guess. Will ich vermuten. Ach, der liegt wahrscheinlich da drin. Denke ich mal, oder? Reden? Peter Carey's body is inside the cabin. Ah ja, We took okay. care not to touch Sehr gut. anything. Ach so. Viel Glück schon mal. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Wird schon. Der richtigen Vorbereitung sollte halt kein Thema sein. Türschloss, Kratzer. These scratches are fresh. Du packst halt. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job.
This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Schon leicht gruselig. Oh. What a terrible way to die. Okay. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Gegenstand von Interesse, okay. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Okay, also da fehlt was. Holztruhe. Was ist das? Old navigation instruments, nothing interesting. Ah, da können wir gleich mal nach Peter den Carey's Fußabdrücken boots. They look to be a size 8. schauen. Gucken wir erstmal hier unten. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Was liegt da? JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ich hätte irgendwie aufmachen. Achso. These abbreviations mean something, but what? Namen wahrscheinlich, ne? The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Hauptsächlich, ja. Soweit ich weiß zumindest. Einbruchs versucht, den Kratzern am Schloss von Carries Hütte nachzuurteilen, hat man mehrfach so versucht, die Hütte aufzubrechen. Wahrscheinlich um das Notizbuch zu holen, denke ich mal. Ein Notizbuch mit den Initialen JHN auf dem Deckel. Es befinden sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Also das würde ich kombinieren, das passt auf jeden Fall, oder? Auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Okay. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Versteck zum Auflauern finden. Okay. Tisch.
Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Ja gut, das ist wahrscheinlich dann sein Ding gewesen, ne? Ah, sehr gut. This aroma is familiar, but to recognize it, I Dann must ist doch alles construct gut. my associations in one picture. Bitte was? Drehen und bewegen Sie die Elemente, um ein klares Bild über Ihre Assoziation zu dem Aroma zu erhalten. So? Okay, ja, ja. Und ich kann das wahrscheinlich bewegen, ne? Eine Berufshaftpflicht? What the fuck? Kommen die denn darauf? Ich kann das halt nur nach rechts und links bewegen, ist das Problem. Kann ich drehen, okay. Ich kann aber nicht zoomen. Was soll das hin? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Ich kann das so und so. Okay. Ist das so rum vielleicht? Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Guck mal. Oh. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Ist üblich so. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Inspizieren abgeschlossen. Okay, also ich kann mir jetzt die Karte noch angucken, das scheint aber nicht mehr wichtig zu sein. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Okay, heißt, ich gucke mal einmal eben mir die Fußspuren an, ne? These boots don't match the footprints.
Was haben wir hier? Abgeschlossen, sehen sich den Tatort in Woodmansley an. Suchen Sie sich ein Versteck. Der geheimnisvolle Einbrecher könnte heute versuchen zu beenden, was er vergangene Nacht begonnen hat. Was habe ich hier? Ach, das sind die einzelnen Beweise. Okay, ja gut. Erfragen. Bei wem soll ich das bei ihr erfragen? Vermute ich mal, ne? Ich kann in First Person gehen. Hm, interesting. Ich rede noch mal mit ihr. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt, aber... Jo. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Okay, diese Blechkiste ist also weg. Und der Tabak, ja, gut, ist wahrscheinlich halt seiner, ne? Wenn da seine Initialen drauf sind, dann wird der wohl ihm gehören. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. In der Nähe vom Fenster. Was, hier irgendwo, oder was? This looks like the perfect hiding place. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Ich will hier durch. Hä? Warum kann er denn da lang und ich nicht? What the fuck? Come and see Achso. what we've caught in our net. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning.
War das doch eh nicht so einfach, ist das doch im Leben.